Das Konzept oder diese Art der Gegenüberstellung, das kenne ich natürlich, das hat es schon öfter gegeben. Meistens ging der Wunsch von dem Künstler aus, dass sie ihr Bildchen unter den Arm geklemmt haben, in Louvre gelaufen sind und das neben die Mona Lisa gehalten haben. Das kennt man aus der Geschichte. Aber wenn man das sozusagen gewünscht machen darf vom Museumsdirektor selber, ist das ein Glücksfall. Georg Baselitz stellt in dieser Ausstellung 12 eigene Bilder, 12 ausgewählten Bildern der Gemäldegalerie Alte Meister und der Galerie Neue Meister einander gegenüber. Und das Besondere ist, dass wir hier einem der großen Maler der Gegenwart gleichsam über die Schulter schauen und sehen, wie er sich auseinandersetzt mit den großen Künstlern der Vergangenheit. Bilder, die Baselitz als junger Mann mit 18 Jahren gesehen hat, als sie aus der UdSSR zurückkam, 1956, und die ihn ein Leben lang begleitet haben. In der Dresdner Galerie mangelt es ja eigentlich an gar nichts. Und das ist vielleicht auch zu sagen, was für diese Präsentation spricht. Es gibt diese einheitliche Rahmung. Bei aller Vielfalt, und das finde ich sehr, sehr angenehm, kann man doch sich wirklich entscheiden, durch diese einheitliche Dekoration für das Inhaltliche, also für das, was einem unmittelbar begegnet. Die Hängung in solchen Museums ist auch interessant. Normalerweise würde man sagen, große Bilder oder wichtige Bilder, Augenhöhe, unwichtige, kleinere oben hin. Das ist vollständig durchbrochen hier. Dieses Bild da oben ist eine ganz späte, eine Neuerwerbung praktisch. Das hatte ich in meiner ersten Auswahl. Habe es dann aber rausgenommen aus Gründen der Räumlichkeit. Ich konnte nicht so viele Bilder präsentieren. Abgeschnittene Köpfe in dieser Reihung, in dieser Vielzahl als Bildmodell, als Bildmotiv zu benutzen, ist natürlich eine ganz ungewöhnliche Geschichte, weil die Drapierung, die Stoffe, die goldenen Schalen und sowas, ist das Dekor für Stillleben, nicht für Schlachtfeste. Giorgione. Es gibt ganz, ganz wenige Bilder, die unglaublich wichtig sind in der Kunstgeschichte. Und Dresden hat eigentlich das Bedeutendste davon. Rembrandt ist sehr hoch bewertet. Jetzt hat er dieses Bild gemacht, was Ganymed heißt. Und ich habe das Bild ausgewählt für meine Gegenüberstellung, weil ich es unglaublich lustig finde, zum einen, weil ich es sehr, sehr frivol finde und weil es meinem Bildmodell am meisten entspricht. Also in der Mitte befindet sich etwas, in dem Fall sehr helles, sehr pralles, sehr fleischernes und drumherum ist dunkel. Und das ist die Methode, die ich am Anfang, wie man sehen kann, bei mir benutzt habe. Und ich finde auch heute noch, dass diese Methode der einfach platten Darstellung ausreichend ist für Bilder. Dieses Bild ist in meiner Auswahl aus einem ganz anderen Grund. Das ist also kein Zentralmotiv, sondern das ist ein gespaltenes Bild. Das besteht einfach aus zwei Hälften, oben und unten. Es ist so etwas Knochenloses, es ist etwas unglaublich Erotisches, vielleicht sogar Sexuelles und wahnsinnig Manieriertes. Und wenn man Granas Biografie ein bisschen kennt,
Bürgermeister und solche Sachen hört, die aber, es ist eigentlich überhaupt nicht verständlich, wie er in der Lage war, solche Ästhetik zu frönen. Ich habe diese beiden Bilder ausgewählt, habe die vergrößert auf mein Format drüben in der Ausstellung und die machen einen unglaublichen Eindruck dort drüben bei mir, weil sie eigentlich alles auseinander sprengen, was darum ist in der Reproduktion. Die Werke, auf die er sich in seinen eigenen Werken bezieht, die Hintergrundgeschichten sozusagen, sind hier nicht im Original vertreten, sondern als Reproduktionen. Dabei hat er die Reproduktionen der Größe seiner Bilder angepasst. Das heißt, wir haben einen Moment der Entfremdung, der klar macht, dass es hier um ein künstlerisches Spiel geht. Weil wenn es solches nebeneinander, so eine Konfrontation gibt oder bisher gegeben hatte, gingen die immer schlecht aus für die alten Meister, weil der dunkle kleine Schmutzfleck an der Wand eben diesen riesigen neuen oder neumodischen Bild daneben nicht standhielt. Und das wollte ich nicht. Also es gibt verschiedene direkt sichtbare Vergleiche zwischen Bildern aus der Sammlung und zwischen meinen Bildern. Das meistgelobte Bild in der Dresdner Sammlung ist das Bild in meinem Rücken von Raphael, die Sixtinische Madonna. Man findet in dem Fall zum Beispiel Kompositionsvergleiche, direkt sichtbar ins Auge fallende Kompositionsvergleiche. Man findet den Vergleich Bild im Bild im Bild. Man findet den sphärischen Vergleich und die Gegenstände sind ganz andere. In meinem Fall sind es einfach Hunde. Das Original dieses Bildes, was hier in der Mitte reproduziert ist, hängt in der Sammlung Neue Meister, ist ungefähr ein Viertel von der Größe dieses Bildes und hing, und das ist der Schlüssel zu dem Ganzen, in meiner Schule, in meinem Gymnasium in Kamenz als Reproduktion hinter Glas im Flur. Und seit dieser Zeit ist Rayski als Künstler ein Leitfaden und ein Modellmaler für mich geblieben. Das rechte Bild bezieht sich näher auf dieses Rayski-Bild und im oberen Teil ganz merkwürdig hereinkommen der Unterkörper eines Mannes. Der Unterkörper dieses Mannes ist der Unterkörper von Edvard Munch, von dem es eine Fotografie gibt, wo er als alter Mann im Atelier sitzt, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und der Fotograf hat wie üblich am Knie aufgehört. Es fehlen die Beine und die Hosen und die Schuhe. Ich habe mich in diese Position gesetzt von dem Munch, der einer meiner Heroes ist neben Dix, und mich so fotografieren lassen und habe dann meine Beine statt Munchs Beine zigmal gemalt und die hier in Zusammenhang gebracht mit dem Hermsdorfer Wald, sozusagen wie eine Begehung oder wie eine Besetzung dieser Landschaft. Das ist ein Spiel. Man staunt, man wundert sich, man ist vielleicht auch irritiert, man ist vielleicht auch verärgert, aber es ist doch ein raffinierter Geist, der hier durchgeht. Ich freue mich wirklich auf die Reaktion, wie sie auch ausfallen mag. Danke Ihnen.